Falls Tanja doch noch misstrauisch ist, werden wir das durch Lukas Roloff erfahren. Na, hoffentlich. Wir dürfen uns ab jetzt nur keinen einzigen Fehler mehr leisten. Der sah total in Ordnung aus. Das war aber nicht. In Zukunft wirst du solche Entscheidungen nicht mehr alleine treffen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mama, ich esse. Warum hast du mich nicht sofort angerufen? Wie kommst du überhaupt in meine Wohnung? Was für eine Begrüßung. Aber deine Umgangsformen waren ja noch nie gut. Das Spiel ist aus, Clarissa. Gehen wir nachher essen? Italienisch? Dann mach es unserer Freundin mal gemütlich und vergiss die Füße nicht. Sieh dir das an. Ach, du hast gefunden, was du brauchst. Und? Wie steht's mir? Naja. Clarisse hatte immer einen grauenhaften Geschmack. Ich frage mich, wieso Linie Clarisse nicht längst pleite gegangen ist. Also übersehen wird dich in dem Ding keiner. Aber viel wichtiger ist das hier. Wo hast du denn den hier? Der lag in Clarissas Nachttisch. Simpler geht's nicht. Hey, bist du verrückt geworden? Gerne würde ich ihr eine Kugel verpassen, aber leider ist sie für Henning bestimmt. Wieso hätte ich dich anrufen sollen? Ich dachte, du weißt, dass Andi unterwegs ist. Nein, das war nicht abgesprochen. Ich habe dir klipp und klar gesagt, dass ich wegfahre. Aber du hast mal wieder nicht richtig zugehört. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so in Ihr Mittagessen reingeplatzt bin. Ach, ist kein Problem, wir waren eh fast fertig. Alexa. Mann, jetzt bleib doch sitzen, hä? Ja, super. Andi, ich habe mir Sorgen gemacht. Verstehst du das denn nicht? Es hätte sonst was passiert sein können. Ist es aber nicht. Außer, dass du hier für miese Stimmung sorgst. Hey, ist doch wahr, Mann. Ich bin 18. Ich kann gehen, wohin ich will. Und ich lasse mir von keinem mehr Vorschriften machen. Schon gar nicht von dir. Es war ein Fehler. Okay. Du warst im Arzt und ich habe dein Ticket geholt. Ich lasse euch das mal alleine ausdiskutieren, ja? Wie kommst du eigentlich darauf, irgendeinem wildfremden Typen die Kneipe zu überlassen? Wenn du dich rechtzeitig um meine Aushilfe gekümmert hättest, dann wäre das nicht passiert. Ach, jetzt ist es meine Schuld. Isabel, das mit diesem Luko, das geht auf dein Konto. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, hm? Ich guck mir die Leute wenigstens genau an, bevor ich sie einstelle. Ja klar, du bist ja so perfekt. Ab jetzt läuft nichts mehr ohne mein Einverständnis. Spielst du dich jetzt doch als große Chefin auf? Anders geht es offensichtlich ja nicht. Weißt du was? Mach doch deinen Scheiß alleine. Nein, ich gehe nicht mit zurück nach Freiburg. Und wenn du dich auf den Kopf stellst... Oh Mann, geht's vielleicht noch ein bisschen lauter, hä? Was um Himmels Willen habe ich dir getan? Kannst du mir das bitte mal verraten? Nee, kann ich nicht. Außerdem, woher wusstest du überhaupt, dass ich hier bin? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ich habe deinen Freund Moritz angerufen. Das sieht dir ähnlich, mir hinterher zu spionieren. Ich wollte nur wissen, wo du steckst. Du willst mich doch am liebsten zu Hause einsperren. So ein Unsinn. Du willst mich doch immer nur kontrollieren. Das bildest du dir ein. Wie eine Glucke bist du. Das hält doch kein Mensch mehr aus. Kein Wunder, dass Papst und Daniel sich verpisst haben. So, jetzt sind wir alle mal ein bisschen ruhiger und dann... Er ist doch viel zu jung, um allein zurechtzukommen. Warum denn?
Andi ist doch schon volljährig. Er hat noch nicht mal die Schule richtig zu Ende gemacht. Was erzählst du denn da für einen Schwachsinn? Ich habe mein Fachabi, das reicht vollkommen. Wo willst du überhaupt hin? Und wovon willst du bitte schön leben? Oder glaubst du, dass dein Bruder dich mit durchfüttert? Darum geht's doch überhaupt nicht. Mein Gott, du bist sowas von vernagelt. Wie euer Vater. Immer wenn's unangenehm wird, verschwindet er. Schrecklicher Fummel, aber was soll's. Was hältst du vor? Das wirst du schon noch früh genug erfahren. Genieß die letzten Stunden in deiner Wohnung. Dein nächster Aufenthaltsort wird weitaus ungemütlicher sein. Pass gut auf sie auf. Worauf du dich verlassen kannst. Ich hätte es wissen müssen, Sie Verräter. Tja, so kann man sich täuschen. Was soll das denn jetzt bedeuten? Komm schon, du blödes Ding! In der Ruhe liegt die Kraft. Hier, probier's mal mit dem. Und? Ist sie endlich weg? Die sucht sich gerade ein Hotelzimmer in Düsseldorf. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sie ist eben hartnäckig. Wieso hast du dich davon abgehalten und wieder nach Freiburg geschickt? Hä? Als wenn unsere Mutter sich von mir Vorschriften machen lassen würde, ja? Und wie werde ich sie jetzt wieder los? Warum hast du Mama auch nicht gesagt, dass du ausziehen willst? Das habe ich doch. Offenbar nicht deutlich genug. Doch, aber sie hat's nicht gepeilt. Wenn sie was nicht sehen will, macht sie die Schotten dicht. Selbst wenn. Spätestens jetzt müsste sie wissen, dass du nicht mehr zurückkommst. Deshalb verstehe ich auch nicht, was sie noch hier will. Mann, sie hofft natürlich, dass du es dir doch noch anders überlegst. Das kann sie vergessen. Komisch. Als ich damals ausgezogen bin, hat sie nicht so ein Theater gemacht. Da war sie auch damit beschäftigt, Paps hinterher zu trauen. Trotzdem. Ich war damals in dem gleichen Alter wie du heute. Keine Ahnung. Jedenfalls will ich endlich mein eigenes Leben leben. Und Mama? Kann mich mal. Ja, aber irgendeine Lösung müssen wir finden. Ich habe nämlich keinen Bock auf dieses Theater. Es tut mir leid, ich hatte wirklich keine Zeit, sie vorher noch anzurufen. Ja, wenigstens hat sie keinen Verdacht geschöpft. Hat sie etwa meine Pistole mitgenommen? Selbstverständlich. Geben Sie mir bitte mal das Telefon. Ich muss Beatrice und Henning anrufen. Die müssen wissen, was sie vorhat. Übrigens, das Pärchen an Tisch 7, das möchte zahlen. Die winken nämlich schon die ganze Zeit. Da irrst du dich. Die warten seit einer Viertelstunde auf das Eid, was ich von der Ewigkeit bei dir geordert habe. Boah, Mann, ey, die haben sie vielleicht angemacht. Hat Andi seiner Mutter denn nicht gesagt, dass er ausziehen will? Ja, er behauptet ja und sie behauptet nein. Hi, Jule. Hi. Liegt die Wahrheit also irgendwo dazwischen? Wegen diesem Kellnerjob, an wen wende ich mich denn da? Ach, da fragst du am besten Jule. Das ist die da vorne am Tresen steht. Okay, danke. Ich bin so untalentiert. Das stimmt. Ich habe Übung noch gemeistert. Ach ja. Ach Mensch! Du redest schon genauso wie Tom. Das fasse ich jetzt mal als Komplimente auf. Na, wenn du willst. Und du warst dann die ganze Zeit bei dem Streit dabei. Bist du Jule? Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich glaube, Fritsche sind nicht die einzigen, bei denen der Haussegen schief hängt. Sie kann jeden Augenblick hier wieder auftauchen. Ja, ich bin ja gleich weg. Aber sag mir noch, was genau hat sie vor, um dir den Mord in die Schuhe zu schieben? Sie hat ein Kostüm von mir mitgenommen und eine Pistole, nicht wahr? Ja, Sie will sich verkleiden? Das ist doch absurd. aber gut geplant. Jedenfalls hat sie es fertiggebracht, mich hier festzuhalten. So kann ich hier nicht in die Quere kommen. Das heißt also, sie hat vor, mich vor Zeugen zu erschießen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nach der Trauung. Na,
Ich freue mich schon drauf. Sie kommt. Los, hier, schnell ins Schlafzimmer. Du hast recht. Die beiden benehmen sich echt wie Hund und Katze. Oder wie zwei rivalisierende Löwinnen. Total albern, sowas. Bei diesen Mirko einzustellen war wirklich keine Glanzleistung von Isabel. Ja, und jetzt fühlt sich keine von den beiden mehr für irgendwas zuständig? Ist mir schleierhaft, wie die auf Dauer weiter zusammenarbeiten wollen. Ja. Gucken sich ja noch nicht mal mehr an. Bin mal gespannt, wann Isabel sich einen neuen Job sucht. Oder Jule. Die Kneipe doch gepachtet. Aber ich denke, Isabel hängt zu 50% mit drin. Keine Ahnung, wie die das unter sich geregelt haben. Man könnte das ja so machen. Man teilt die Kneipe in 2 Teile und die eine arbeitet auf der rechten und die andere auf der linken Seite. Dann kommen sie sich nicht mehr in die Quere. Das ist gar keine so schlechte Idee. Das war nicht wirklich ernst gemeint. Aber ich meine es ernst. Was hast du vor? Abwarten. Damit wäre meine Kostümierung perfekt. Findet ihr nicht auch? Was für eine Inszenierung wird hier eigentlich geplant? Du wirst mich gleich nach meiner Hochzeit zur Witwe machen und ich werde dir dabei helfen. Du glaubst, bei dieser lächerlichen Maskerade wird dich niemand erkennen? Ich werde weit genug weg sein. Den Leuten bleibt gar nicht so viel Zeit. Clarissa. Hast du nicht gewusst, dass Rauchen schädlich ist? Lächerlich. Eine von diesen kleinen Dingern am Tatort platziert und schon ein Beweismittel mehr gegen dich. Niemand wird dir diese Schmierenkomödie abnehmen. Am allerwenigsten die Polizei. Wieso nicht? Du hast Henning in aller Öffentlichkeit bedroht. Schon vergessen? Euer kleiner Streit im Bistro. Welches Motiv hätte ich denn? Da fällt uns bestimmt was ein, ne? Knebel sie. Dann können wir vielleicht endlich essen gehen. Nur Scheiße im Fernsehen. Es zwingt dich ja keiner dazu. Du kannst dich auch mal anderweitig nützlich machen. Ich gehe erst mal duschen. Keine Sorge, ich mach schon nichts schmutzig. Habe ich was gesagt? Aber Andi, da lang. Puh, dein Bruder ist ja eine richtige Frohnatur. Der Stress mit unserer Mutter geht ihm ziemlich auf die Nerven. Glaubt ihr denn wirklich, er zieht wieder zu ihr nach Freiburg? Ja, scheint so. Ja, und auf dich hört sie nicht? Ich hatte nie einen besonders guten Draht zu meiner Mutter. Deswegen bin ich auch direkt nach der Schule ausgezogen. Ja, aber an Andi hängt sie. Ist auch so ziemlich das Einzige, was sie noch im Leben hat. Hat sie keinen Freund? Gute Frage. Ich denke mal nicht. Dann ist er also sowas wie ein, wie ein Männerersatz für sie. Ja, kann schon sein. Auf jeden Fall kann ich Andi gut verstehen, dass er von zu Hause weg will. Ja, und wie soll es jetzt weitergehen mit ihm? Beruflich? Ich denke mal, er wird irgendwas Technisches machen. Er bastelt ziemlich gern an seinem Motorrad rum. Kommt mir bekannt vor. Wie du an deinem Auto, ha? Ja, das haben wir wohl von unserem Vater. Der ist auch so ein Tüftler. Ja, und wie geht es weiter mit den beiden? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall bist du der Einzige, der zwischen den beiden vermitteln kann. Ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Schon aus Eigennutz, ne? Die Security-Leute kleiden sich als Gäste und Kellner. Wissen die, wie Clarissa und Tanja aussehen? Ich habe ihnen eine genaue Beschreibung gegeben. Außerdem wird Clarissas Kostüm sowieso auffallen. Es muss ständig einer dieser Sicherheitsleute in meiner Nähe sein. Henning, du bist rundum bewacht. Jetzt muss es uns nur noch irgendwie gelingen, die Munition in Tanjas Pistole gegen Platzpatronen auszutauschen. Nein. Sie muss unbedingt mit echter Munition auf mich schießen, sonst haben wir nichts gegen sie in der Hand. Ach so. Du meinst, das Ganze wirkt sonst eher wie so ein makaberer Hochzeitsscherz? Wir wollen sie wegen Mordversuchs hinter Gitter bringen. Das wird uns mit Platzpatronen kaum gelingen. Außerdem trage ich eine kugelsichere Weste. Ja, aber es könnten andere verletzt werden. Diese Sicherheitsleute tragen auch kugelsichere Westen. Außerdem nehme ich stark an, dass Tanja diesen Anschlag aus einer gewissen Distanz ausüben wird. Sie läuft sonst Gefahr, erkannt zu werden. Ich bewundere deinen Mut. Ich auch. Das hat aber ganz schön gedauert.
Was kann ich bitte dafür, wenn mir ein Gast sein Bier auf die Klamotten kippt? Ach, Oliver, mit deiner Straßenmalerei, da kannst du wirklich woanders hin. Du musst darüber. Das ist Isabels Seite, das ist deine Seite. Was? Ja. Deine Seite? Meine Seite? Sag mal, spinnt die jetzt total? Nö. Wir trennen nur gerade die Kneipe in 2 Hälften. Dann hat nämlich jede von euch ihren eigenen Zuständigkeitsbereich. Und ihr braucht euch nicht mehr abzusprechen. Und schon gar nicht mehr rumzustreiten. Ist doch die Lösung. Hat man das denn wirklich so gemerkt? Och, ihr habt euch ja kaum angezickt. Ich bin vielleicht wirklich ein bisschen unfair gewesen. Naja, ich hätte mir den Mirko ja auch ein bisschen besser angucken können. Jetzt vertragt euch doch wieder. Hey, die Gäste finden das auch nicht so toll, wenn ihr hier so rummuffelt. Na los, jetzt umarmt euch schon. Müssen wir das? Ach, so ein Quatsch. Wir lassen uns doch keine Vorschriften machen. Und schon gar nicht von denen. Hm? Schwamm drüber? Schwamm drüber. Wow, genau so habe ich es mir vorgestellt. Gefällt's dir auch? Ja? Wir haben es doch zusammen ausgesucht. Nur noch ein paar Stunden. Freust du dich nicht? Doch. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Das wird ein wunderbarer Tag. Das verspreche ich dir. Den wir beide sicher nie vergessen werden. Sind Sie so nett und stellen das ein bisschen weiter nach hinten? Dankeschön. Ich gehe schnell hoch und ziehe mich um. Hochzeitskleid und so. Ich bin sehr glücklich. Beatrice, ich finde es schön, dass wir hier feiern dürfen und ich freue mich, dass wir beide uns wieder besser verstehen. Natürlich. Ich freue mich auch. Das ist ja so eine Farce. Felix, bitte. Und du stehst auch noch auf seiner Seite. Aber du hast Maria noch nie leiden können. Mach dir nichts raus. Du hast es bald überstanden. Ich bin nur froh, dass Maria und Martin in Spanien sind. Der ist übrigens für Sie, falls mir doch etwas zustoßen sollte. Daran darfst du gar nicht denken. Doch, meine Schwester soll wissen, wie sehr ich sie geliebt habe. Das heißt also, er will nicht mit nach Freiburg zurück. Ist das so schwer zu verstehen? Nein. Trotzdem tut's mir weh. Unser Verhältnis war mal so gut. Und jetzt? Er hat sich in den letzten Monaten immer mehr abgekapselt. Vielleicht wird es zwischen euch wieder besser, wenn Andi erst mal ausgezogen ist. Ich habe immer nur das Beste für ihn gewollt. Dann lass ihn gehen. Er tut es doch nicht, um dir weh zu tun, sondern weil er endlich selbstständig sein will. Das habe ich bloß falsch gemacht. Ich habe immer alles für ihn getan. Und jetzt das. Nimm's nicht so persönlich. Erst hat mich euer Vater verlassen, dann du, jetzt Andi. Das zwischen Papa und dir kannst du überhaupt nicht mit Andi vergleichen. Und ich war damals auch schon 18, als ich ausgezogen bin. Je mehr du Andi drängst, desto weiter läuft er von dir weg. Vielleicht hast du recht. Vielleicht muss ich endlich lernen, loszulassen. Ja, jetzt könnte das Taxi langsam mal kommen. Hast doch nichts vergessen. Ausweis, Reisekrankenversicherung, Flugtickets. Oh Gott, die Tickets. Wenn du mich nicht hättest. Gott sei Dank. Ich bin ja auch froh, dass ich dich endlich los bin. Schwangere sind mir übrigens viel zu anstrengend. Ich bin auch froh, wenn ich dich ein paar Wochen nicht sehen muss. Dann sind wir ja quitt. Achso, bevor ich es vergesse. Ich habe gestern noch mal mit Charlie Schneider gesprochen. Und sie sagt, hat überhaupt nichts dagegen, dass Oliver bei uns in der Kneipe aushilft. Und wenn du zurückkommst, dann können wir in aller Ruhe zusammen eine Aushilfe suchen. Ja, das ist ja super. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn du in der Zwischenzeit jemanden einstellst. Ich habe vollstes Vertrauen zu dir. Das Taxi. Ach, Mensch, lass mich dir helfen. Mensch, Nein, das brauchst du nicht. Ich habe extra die kleine Tasche mitgenommen. Vielleicht kommst du ja gar nicht wieder. Wohl kaum. Sag niemals nie. Simon wird wohl eher froh sein, wenn ich ihn wieder verlasse nach der Hiobsbotschaft. Oder er ist so glücklich, dass er dich nicht mehr gehen lässt. Passt auf euch auf, okay? Tschüss. Haben Sie alles im Griff? Wir sind überall postiert.
Sie dürfen den Grafen und die Gräfin von Anstetten keine Sekunde aus den Augen lassen. Sie können sich auf uns verlassen. Gut, danke. Sind alle auf ihrem Posten. Charlie! Schön, dass du kommen konntest. Ist mir nicht leicht gefallen, aber um wegzubleiben, dazu kennen wir uns zu lange. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich freue mich, Sie endlich mal wiederzusehen. Ja, Sie sollten mich mal wieder im Schneiders besuchen kommen. Ja! Oh, ehe ich es vergesse, Isabelle hat mich angerufen. Sie kommt ein bisschen später. Na, Hauptsache, sie kommt überhaupt. Möchten Sie ein Glas Champagner? Dankeschön. Ja. Du verstehst doch sicher, dass ich bei deiner tollen Hochzeit nicht anwesend sein werde. Nicht bereust du es. Ganz in Linie Clarisse? Ja. Sie können einfach alles tragen. Na, sagen Sie das nicht. Marc! Du solltest ruhiger sein, hm? Das ist doch schließlich schon deine zweite Trauung, oder? Dass du überhaupt gekommen bist. Hat wohl was mit Freundschaft zu tun. Na gut, dass Marie das nicht sieht. Habt ihr richtig Glück gehabt mit der Wohnung? Ja. Vor allem die Miete ist okay. Guten Morgen. Hi. Probier's wenigstens. Ich mach mal einen Kaffee. Willst du auch einen? Wir sollten uns nicht im Streit trennen. Ich habe keinen Bock mehr, darüber zu reden. Andi, bitte, sei doch nicht so stur. Nein! Jetzt reiß dich mal zusammen, Mann. Von dir lasse ich mir überhaupt nichts sagen. Ihr klärt das. Und zwar jetzt. Hast du mich verstanden? Ich hätte wissen müssen, dass du mir in den Rücken fällst. Ich hoffe, dass er diesmal endlich glücklich wird. Saint-Exupéry hat einmal gesagt, Liebe bedeutet, gemeinsam in die gleiche Richtung zu sehen. Und deshalb frage ich Sie, Gräfin Tanja von Anstetten, wollen Sie den hier Anwesenden Henning Christoph August Graf von Anstetten zu Ihrem angetrauten Ehemann nehmen? Marie, wo kommst du denn her? Ich denke, du bist in Madrid. Ja, das will ich. Das ist doch jetzt keine gute Idee, oder? Also wenn du gehen willst. Ich komme mit. Und ich frage Sie, Graf Henning Christoph August von Anstetten, wollen Sie die hier anwesende Gräfin Tanja von Anstetten zu Ihrer angetrauten Ehefrau nehmen? Henning! Tu's bitte nicht!